Hallo, hier ist der Kai von Ich mein Kron. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich hoffe, es geht dir gut. Ich hoffe, du bist herrlich schubfrei. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Bröckchen-Vlog für den Monat Oktober. Ich kann dir jetzt schon versprechen, der Oktober, der wird ein bisschen spooky, weil Halloween und so. Ich werde dich auf jeden Fall mitnehmen. Wir packen das alles in diesem Vlog hier rein, damit das so authentisch und so abwechslungsreich für dich wie möglich ist. Wir packen auch in diesem Vlog etwas aus, denn ich habe ein Paket bekommen von Bedelity. Da sind ein paar schöne Sachen drin. Ich weiß schon ungefähr, was drin ist. Lass mich aber mit dir zusammen auch überraschen und wir packen das auf jeden Fall gemeinsam aus. Jetzt gerade sitze ich hier vor einer Podcast-Folge. Draußen ist schon so ein bisschen dunkel. Es ist noch nicht mal 17 Uhr und ich lasse mich hier schon anstrahlen. Der Winter kommt näher irgendwie. Und ich sitze hier gerade vor einer Podcast-Folge. Ich durfte mit der jungen Ilko vor 2 Tagen aufnehmen. Das war mir ein Herzensanliegen und es ist so schön, mit solchen Menschen auch mal Podcast-Folgen aufzunehmen und das haben wir gemacht und das schneide ich jetzt, denn das soll nächste Woche Freitag online kommen und zur Abwechslung habe ich mir hier auf meinem zweiten Monitor oder dritten Monitor so einen Stream angemacht. Da wird gerade durch die österreichischen Berge gelaufen. Ist auch schön, so nebenbei das laufen zu lassen. Aber jetzt mache ich mir noch mal einen Kaffee, ja, trotz 17 Uhr. Und dann werde ich hier in aller Ruhe erstmal den Podcast schneiden. Und ja, ich würde sagen, lass uns gemeinsam einen wunderschönen Oktober gestalten und lass uns da gemeinsam reingehen. Viel Spaß! So, ich würde sagen, es kann losgehen. Ich bin durch. Ich bin tatsächlich durch. Wir haben jetzt 19:25 Uhr. Ich habe ewig gebraucht für diese Folge. Ich weiß gar nicht warum, aber irgendwie hat es doch ein bisschen länger gedauert, bis ich alles zusammen hatte und irgendwie bin ich heute langsamer. Keine Ahnung. Die Folge ist fertig. Ich habe sie jetzt gerade an die beiden rausgeschickt zur Freigabe. Und ja, dann kann das Ganze nächste Woche Freitag online gehen. Ich möchte ganz gerne an dieser Stelle mal einen kleinen Aufruf machen. Wenn du auch sagst, hey, ich habe ganz viel erlebt mit meiner Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa Geschichte und ich glaube, das könnte spannend für andere Menschen sein, dann melde dich doch bitte unbedingt mal unter dieser E-Mail-Adresse hier und zwar ichundmeinkron@gmail.com und lass mich das unbedingt wissen und wir beide machen dann einen Termin aus und das Ganze ist wirklich ein ganz schönes Gespräch online und du hilfst und inspirierst damit andere Menschen. Deswegen würde ich mich sehr freuen, wenn du dich bei mir melden würdest, damit wir zusammen deine Geschichte an jemand anderes weitergeben können. Herzlichen Dank dafür. So, jetzt ist wirklich schon spät und draußen ist stockduster und ich habe gerade auf meiner Uhr gesehen, ich habe nur 1300 Schritte. Draußen regnet es. Ich glaube, wie war das nochmal? Bei Regen läuft man schneller. So, ich warte hier gerade darauf, dass eine Coaching-Teilnehmerin von mir hier reinkommt. Hier läuft auch schon die Musik und da ist das Ganze an und jetzt warte ich darauf, dass sie gleich hier zukommt und dann geht das los und ich habe heute tatsächlich die Zusage bekommen, dass die Freigabe bekommen, dass der Podcast online gehen kann mit der jungen Ilko und das freut mich sehr. Wir haben alles vorbereitet, Fotografik ist auch erstellt worden. Zeige ich euch vielleicht gleich mal nach dem Coaching. Und dann geht das Ganze diese Woche online. Wenn du das jetzt hier siehst, ist die Folge schon da. Also unbedingt reinhören. So, das Coaching ist rum und ich habe dir ja versprochen, ich zeige dir danach dann eben, wie die Grafik aussieht. So sieht die aus. Hier siehst du Eva und Sophia von der jungen Ilko. Das ist die Kachel, die es dann auf meinem Blog gibt und die es dann auch in den Social Media Accounts dann geben wird. Jetzt bist du live bei einer Veränderung dabei, denn tatsächlich habe ich gerade festgestellt, dass hier war die Grafik abgeschnitten und jetzt habe ich das Ganze ein bisschen verändert, indem ich einfach das Foto gespiegelt habe. Jetzt sieht es vernünftig aus. Jetzt sieht es richtig gut aus und so wird es dann jetzt auch online gehen. Jawohl. Wir haben Samstag, ich sitze hier am Schreibtisch. Das ist nicht ungewöhnlich hier in diesem Haushalt. Ich habe jetzt hier was. Ich habe euch versprochen, wir packen gemeinsam das Bedelity-Paket aus, was jetzt hier schon seit einer Woche liegt. Ich werde das jetzt auspacken und ich nehme dich mit. Und ich habe das Ganze geschenkt bekommen. Das heißt, ich werde das jetzt hier als Werbung markieren. Aber
der Rabattcode von 10% mit Kai10, der gilt für dich. Nur damit du das einordnen kannst für dich, ich bin immer ein Freund von Transparenz. Das ist die Transparenz. Ich hoffe, du kannst damit gut leben. Soll ich dir mal zeigen, wie ich das hier aufgebaut habe? Ich glaube, ich bin im Reich der Influencer angekommen. Warte mal, ich gehe mal hier so zurück und dann zeige ich dir mal, wie das Ganze aussieht. So sieht das Ganze jetzt aus. Jawohl, da ist das Paket, da liegt die Lampe drauf. Guck mal, ich bin jetzt im Reich der Influencer angekommen. Das sieht doch wie im echten Studio aus, oder? Ich finde schon, ja. So, und jetzt nehme ich dich mit und wir packen das hier aus. Fangen wir als allererstes mit dem Großen an, würde ich sagen. Da ist, glaube ich, klar, ja, was da drin ist, oder? Das ist eine Po-Dusche. Ich habe schon eine und wollte eine zweite haben, weil nämlich tatsächlich wir 2 Badezimmer haben. Und wir sind 2 Personen, also ist es gar nicht so blöd, wenn wir mehrere Po-Duschen haben. Und für unterwegs ist es auch immer ganz gut, finde ich. Ja, deswegen geht die jetzt hier auf jeden Fall mit raus. Die gucken wir uns gleich an. Dann haben wir hier noch das Kleine. Das ist schön. Das habe ich mir sehr gewünscht, weil ich hatte den Fehler gemacht und ich habe mir bei meiner Po-Dusche, bei meiner eigenen Po-Dusche, die ich mir gekauft habe, habe ich den Haken nicht mitbestellt, weil ich dachte, brauchst du nicht, stellst du so hin. Und dann hat sich aber schnell rausgestellt, ist gar nicht so blöd, wenn man das hat. Und diese Farbe hier passt ganz gut zu unseren Fliesen. Wir haben nämlich in der gesamten Wohnung Terrakotta-Fliesen und da passt das sehr, sehr gut hin. Und deswegen freue ich mich sehr über diesen Haken, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. So, dann haben wir hier den Deckel. Das finde ich sehr, sehr cool. Das war etwas, wenn ihr die Podcast-Folge gehört habt, dann habt ihr das mitbekommen. Ich habe mich sehr über diesen Deckel gefreut. Denn ich finde es ganz schön, wenn du die Po-Dusche unterwegs mit dabei hast. Wir sind sehr oft in Freizeitparks und es ist einfach nervig, wenn du irgendwo auf die Toilette gehst, bei irgendwelchen Raststätten und ja, du kannst dann halt keine Po-Dusche nutzen. Und so hast du einfach eine dabei, hast Wasser mit drin und hast einen vernünftigen Deckel, der das Ganze vernünftig schließt. Das finde ich total wichtig und deswegen ja, freue ich mich jetzt über diesen Deckel. Das kam ja bei der Podcast-Folge da raus, dass ich das gesagt habe, hey, das wäre so cool. Und die haben gesagt, hey, wir haben einen jetzt neuerdings. Das fand ich sehr, sehr witzig und sehr, sehr schön und ich freue mich genau über dieses Ding hier. Es sind manchmal die kleinen Sachen, die sehr geil sind. Ne? So, wir gucken uns mal die Po-Dusche an. Rupp, warte mal. So, wir fangen an hiermit. So, die kommt hier in einem Karton. Da ist das Säckchen, genau. Man kann auch sagen, man möchte nur das Säckchen haben. Das ist dann auch gut. So, Karton weg. Und dann haben wir hier, oh, die ist schön. Oh, die ist viel schöner. Ich habe vorher die schwarze gehabt. Und jetzt die hier. Die ist schön, die sieht gut aus. Ja, das sieht schön aus. Genau. Und von der Verarbeitung her, oh ja, jetzt merkt man es auch, die ist noch ein bisschen, die verändert sich von der Weichheit her. Ja, da ist noch ein bisschen, egal. Von der Weichheit her, wenn du warmes Wasser da reinmachst, dann ist natürlich das Ganze viel, viel weicher. Und was ich ganz cool fand, um jetzt mal wieder zum CED-Bereich zurückzukommen, wenn du zum Beispiel eine Abszesswunde hast, dann da musst du die ja öfters mal ausspülen, die Wunde und so. Und ich würde es jetzt mittlerweile dann so machen, und das habe ich auch gefragt in der Podcast-Folge, und das geht wohl vom Material her. Ich würde mir hier Kamille reinmachen. Es gibt ja diese Kamille-Geschichte aus der Apotheke. Die würde ich mir hier reinmachen. Und dann mit Wasser, warmem Wasser sogar. Und dann würde ich das ein bisschen ziehen lassen und dann würde ich mir die Wunde mit diesem Kamillenzeug auswaschen. Finde ich eine gute Idee, würde ich tatsächlich in so einer Form dann auch machen. Und das ist einfach wahnsinnig hygienisch. Also probier das mal wirklich aus, besprech das mit deinem Arzt. Von der Idee her finde ich das wirklich, wirklich eine gute Sache. So, jetzt kommen wir zu dem, jetzt kommt ja das hier drauf, ne? Dann sieht das Ganze, ups, warte mal, so aus hier. Aber wir haben ja jetzt für unterwegs diesen, komm raus, Pinöppel. Da.
Sehr schön. Sehr, sehr schön. So sieht er aus. Sehr, sehr gute Idee. Und dann kommt das hier drauf und dann kannst du das, wenn es denn dicht ist, das werde ich testen, wie dicht das ist. Das kann ich jetzt nicht mit einer Hand machen hier, aber so von der Idee, ich glaube, du weißt, in welche Richtung das geht. Und was ich wirklich sagen muss, das schließt hier oben auch bei dem Kopf, das schließt richtig, richtig gut ab. Und das gefällt mir sehr, sehr gut. Und wenn das Ganze wirklich dicht ist, das werde ich vorher hier zu Hause testen, dann wird das Teil hier wahrscheinlich regelmäßig mitkommen in die Freizeitparks und wenn wir so reisen, weil es gibt nichts Cooleres, als wenn du so etwas dabei hast. Kannst du natürlich dann auch im Freizeitpark neu befüllen und so, gar keine Frage, aber wenn du zum Beispiel auf einer Raststätte bist, dann ist das hier wirklich viel, viel besser, als wenn du dir dieses ekelige Toilettenpapier für 2 Cent an den Hintern schmierst. Das ist nicht so cool, das ist mehr wie Schmiergelpapier. So, ja, 3M Werbung. Oh, der ist anders, als ich erwartet habe. Das ist Metall. Oh, das hatte ich jetzt komplett anders erwartet. Das ist ja cool. Okay. Ja, das ist, da hört man's. Da hört man's. Ja, okay. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Das wäre Plastik. Das sah aus wie Silikon oder so auf der Homepage. Das ist überraschend. Das ist cool. Ich sehe übrigens gerade hier in der Kamera, man könnte meinen, ich hätte eine Corporate Identity Farbe, ne? Habe ich auch. Aber ja, das passt jetzt nicht farblich zusammen, aber es passt farblich in das Badezimmer auf jeden Fall. Ja, das war das. Das ist sehr, sehr schön. Ich werde mir wahrscheinlich noch die Bürste holen und ich werde mir wahrscheinlich noch das Liquid dazu holen. Wobei, ich weiß gar nicht, ob ich das Liquid unbedingt brauche. Ich mache das so immer so, weil du hast hier, das können wir vielleicht noch mal ganz kurz ansprechen, du hast hier halt, zack, diesen Rahmen, wenn du die Konkurrenz von diesen Dingern dir anguckst, dann hast du das hier halt so nicht. Hat den großen Vorteil, dass das hier abschließt und dass das dadurch dann dicht wird auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob es auch noch einen Vorteil hat mit dem Strahl, der ist halt sehr, sehr sanft. Das muss man wirklich sagen, das ist eine sehr schöne Sache. Aber es hat einen Nachteil und zwar setzt sich hier drunter quasi, ich versuche mal hier so richtig nah ranzugehen, da, siehst du, darunter setzt sich halt der Dreck ab vom Wasser. Und sie haben jetzt mittlerweile so ein Liquid rausgebracht, das habe ich jetzt auf Instagram auch gesehen, das wollte ich mal ausprobieren, damit man die vernünftig sauber machen kann. Und es gibt so eine kleine Bürste, die kann man auch machen, mal gucken, ob ich mir die auch mal hole, dann zeige ich euch das mal. Ich mache es so, dass ich einmal die Woche tatsächlich da Essig reinmache, Zitronensäure reinmache, warmes Wasser reinmache, das ziehen lasse und die dann richtig reinige quasi. Auch den Kopf, den reinige ich dann auch. Da kannst du das ja einmal durchhauen. Wobei es ist hier wohl so, dass das hier dazu, weil das jetzt hier auch absteht, das soll wohl so ein bisschen verhindern, dass sich da Dreck reinsetzt oder so oder Ablagerungen entstehen können. Und das funktioniert wohl ganz gut. Sie haben ja in der Podcast-Folge erzählt, dass sie das Produkt immer weiterentwickeln werden und ich finde sowas sehr, sehr schön. Also, wenn du sie noch nicht hast, mit Kai10 kriegst du 10% auf den Rabatt, kriegst du 10% Rabatt auf den Kaufpreis. Es sind, ich glaube, sie kostet um die 24 € oder so und davon dann nochmal 10% runter. Ich finde, das ist ein faires Ding, kannst du mal ausprobieren und ja, du unterstützt damit quasi ein Startup aus Deutschland und hast eine wunderbare Po-Dusche und wie ich finde, und das ist nicht gekauft, die Meinung, die beste, die es in Deutschland gibt. Jawohl. So, dann haben wir das jetzt auch mal ausgepackt hier. Ja. Bedelity, herzlichen Dank für dieses schöne Paket. Ich freue mich. Ich werde bei euch trotzdem weiter einkaufen. Ich habe es euch schon so geschrieben, ich bin immer ganz gerne auch weiter Kunde und lasse mir nicht immer einfach gerne Sachen schicken. Dementsprechend, ich werde bei euch weiter einkaufen. Im heutigen Content-Part gibt es wieder Kaffee, habe ich mir gedacht. Hol dir ein Heißgetränk deiner Wahl, ein Kaltgetränk deiner Wahl. Wir trinken gemeinsam ein bisschen Kaffee. Und ich habe mir überlegt, wir reden heute im Content-Part darüber, warum und wie du wichtige Entscheidungen herausfinden kannst und dann auch wirklich durchführen kannst, um dein Leben der Krankheit
anzupassen. Ich sitze hier gerne auf meinem Boden. Ich finde das so super gemütlich, sowas zu machen. Da ein bisschen Kaffee dabei trinken. Ich finde das ganz schön, auch wenn die Perspektive da hinten vielleicht nicht ganz so toll ist. Aber ich finde es trotzdem schön. Ich fühle mich wohl, hier einfach ein bisschen zu plaudern. Also, lass uns mal loslegen. Jetzt wirst du vielleicht sagen, Kai, warum soll ich überhaupt irgendwas verändern? Und ich erzähle an der Stelle dann immer ganz gerne, dass alle Podcast-Gäste, die bei mir zu Gast waren und die mit mir aufgenommen haben, wenn ich den Aufnahme- oder den Stopp-Button gedrückt habe, dann sind wir immer noch so ein bisschen im Gespräch. Und dann habe ich bei fast allen immer gefragt, sag mal, hast du eigentlich ein Gespür dafür, warum ausgerechnet bei dir die Krankheit ausgebrochen ist? Sie hätte nicht ausbrechen müssen, aber bei dir ist sie offensichtlich ausgebrochen. Und alle, wirklich alle antworten mit, natürlich weiß ich das. Ich habe einen schlechten Lebensstil gehabt, ich habe einen schlechten Schlafstil gehabt, ich habe zu schlecht mich ernährt, ich habe viel zu viel Stress gehabt, ich habe zu viel gearbeitet, ich habe die Symptome nicht ernst genommen. Was auch immer. Sie erzählen dann am laufenden Band und es sind auch immer die gleichen Sachen, die ich höre von unterschiedlichen Menschen. Und ich selber kenne das auch, denn nach meinem Darmriss habe ich da gesessen und hatte für mich erstmal die Erkenntnis, ich kann so nicht weiterleben, wie ich bisher gelebt habe. Das funktioniert so nicht, weil dann muss ich sterben. Offensichtlich, weil ich bin jetzt wieder da in meiner zweiten Chance und eine dritte weiß ich nicht, ob ich die bekomme. Und deswegen war für mich klar, ich muss in meinem Leben was verändern und ich wusste schon vor dem Darmriss, dass bestimmte Dinge in meinem Leben irgendwie total falsch laufen und ich habe es nicht verändert, weil es auch so vielfältig war. Wo fängst du an, was zu verändern? Und genau da möchte ich mit dir drüber sprechen, denn ganz ehrlich, hör mal in dich rein bei dem nächsten Schluck Kaffee und dann überleg doch mal, was fällt dir als erstes ein, wo du sagst, an der Stelle müsste ich was verändern? Ein Schluck Kaffee und du denkst drüber nach. Hasse? Genau. Es ist sehr vielfältig. Unser Leben ist sehr vielfältig. Und deswegen ist es erst einmal wichtig, und das mache ich im Coaching auch immer mit den Leuten, dass wir die Sachen runterbrechen aus dem Leben. Das heißt, dein ganzes Leben besteht aus vielen Bereichen. Finanzen, Gesundheit, Freizeitplanung, Arbeit und so weiter und so fort. Und Ernährung. Du nimmst dir einfach, du unterteilst jetzt erstmal einfach dein Leben in diese Bereiche, die für dich wichtig sind. Das heißt, nimm dir ein Blatt und schreib das am besten einmal für dich auf. Das ist ganz, ganz wichtig. Und dann hast du einzelne Säulen. Wenn du meinen Hörkurs hast, Chronifiziere dein Leben mit CED, kannst du übrigens für 19 € erwerben auf meiner Homepage, würde mich sehr freuen. Und du kannst damit wirklich arbeiten und auch sofort umsetzen. Wenn du das gehört hast und meinen Podcast vielleicht schon gehört hast, dann hast du mitbekommen, dass ich sehr oft über Wegplatten gesprochen habe. Ich habe das nämlich immer so beschrieben, ich habe jede einzelne Wegplatte meines Lebens umgedreht nach dem Darmriss. Erstens zeigt das diese Unterteilung. Ich habe mein Leben in Wegplatten unterteilt. Du kannst dir das auch gerne in Säulen unterteilen, wie auch immer du fein damit bist. Hauptsache, du hast es ein bisschen runtergebrochen. Denn es ist alles so komplex und hängt alles so miteinander zusammen, wie auch unsere Krankheit, dass wir es ein bisschen runterbrechen müssen. Und das machen wir jetzt. Also du hast die einzelnen Wegplatten und dann ist die Frage, wo drückt es am meisten? Bei mir war es damals tatsächlich als allererstes die Ernährung. Weil bei der Ernährung habe ich nach der Rückverlegung gemerkt, so kann ich nicht weitermachen. Ich weiß noch, dass ich hier ein Gulasch gegessen hatte und ich habe gemerkt, ich hatte danach die gleichen Probleme, wie ich sie vor dem Darmriss hatte. Und ich hatte für mich das Gefühl, das war jetzt das letzte Mal, dass ich das so esse und ich brauche für mich persönlich etwas Neues. Und dann habe ich angefangen, in mich hineinzuhören und da war klar, okay, ich kümmere mich jetzt erstmal um meine Ernährung. Und dann habe ich angefangen zu schauen, okay, ich gehe in dieses Thema rein, informiere mich, was ist gerade ganz gut für mich, was könnte so passen. Und so bin ich wirklich
mehrere Monate losgezogen quasi für mich und habe erstmal wirklich ganz viel über Ernährung gelernt. Was brauche ich? Was brauche ich erstmal, damit ich keine Entzündung mehr habe? Was ist in meinen Lebensmitteln überhaupt drin? Habe ich mich nie mit beschäftigt früher. Und das war so meins. Das heißt, ganz am Anfang, wir unterteilen erstmal unser Leben und dann fängst du an, deine Ist-Situation zu beschreiben. Jetzt hast du ja die ganzen Wegplatten aufgeschrieben und jetzt ist wichtig, dass wir mal die Ist-Situation erst einmal richtig begreifen, beobachten, aufschreiben. Und das mache ich tatsächlich dann auch im Coaching mit den Leuten. Natürlich mit ein paar Fragetechniken, das geht sehr ins Detail. Können wir jetzt hier im Video nicht machen, aber du kannst dir jede einzelne Wegplatte vornehmen auf deinem Blatt Papier und du kannst die Ist-Situation in Stichpunkten beschreiben. Wie ist die Situation, die Ist-Situation in Sachen Ernährung, in deinen Finanzen, in deinem Umfeld, mit deiner Arbeit, mit deiner Familie, was auch immer deine Wegplatte ist. Wie ist die Ist-Situation? Und danach kannst du dir aufschreiben, wie sollte es sein? Wie sollte es sein, dass du damit glücklich bist? Und wie müsste es sein, dass es dir mit der Krankheit in diesem Bereich sehr gut geht? Ich möchte dir ein Beispiel nennen. Es ist ja nicht nur die vegane Ernährung in meinem Leben, die ich umgebaut habe. Es war ja irgendwann auch die Entscheidung, tatsächlich meinen Beruf aufzugeben. Du musst dir vorstellen, ich bin Industriekaufmann. Ich habe danach ein Studium gemacht zur Sozialarbeit und ich habe sehr lange in diesem Beruf gearbeitet. Ich habe es wirklich geliebt, aber ich wurde in diesem System auch gut verheizt. Das kennen Sozialarbeiter, die kennen das. Wenn du in einem sozialen Beruf arbeitest, du kennst es. Du musst noch nicht mal Sozialarbeiter sein. Aber du wirst da ganz gut verheizt. Und ich habe mich verheizen lassen in dem Ding, weil wenn du was mit Leidenschaft machst, dann machst du und machst und machst und machst und merkst gar nicht, was das mit dir eigentlich macht. Und ich musste dann damals für mich die Entscheidung tatsächlich treffen, das geht so nicht mehr weiter. Ich bin von Jahresvertrag zu Jahresvertrag immer wieder gegangen und es hat mich in so eine Existenzangst auch reingetrieben, weil ich nie die Aussicht hatte, dass ich jetzt mal einen unbefristeten Vertrag bekomme. Ich möchte das jetzt gar nicht großartig bewerten, ob das sinnvoll war oder nicht. Jedenfalls war für mich klar, ich kann mit diesem Pensum nach dem Darmriss nicht mehr arbeiten. Das funktioniert so in der Form nicht mehr. Und ich kann mich daran erinnern, dass ich hier spazieren gegangen bin und ich wirklich für mich erkannt habe und dann auch wirklich zu Fuß mitten auf einem Feld die Entscheidung für mich getroffen habe, ich lasse es sein. Ich gebe den Beruf so, wie er war, auf. Und das hat was mit mir gemacht, das war sehr unangenehm und gleichzeitig war es die beste Entscheidung, die ich treffen konnte. Denn daraus sind neue Ideen entstanden. Daraus ist zum Beispiel entstanden, dass ich diesen Podcast gemacht habe, dass ich angefangen habe, neben meiner Arbeit, die ich jetzt von zu Hause aus machen kann, in einem Teilzeitjob, dass ich im anderen Teil meines Tages das tun kann, was ich hier tue. Ich sitze vor der Kamera und rede mit dir und helfe dir dabei, schneller in deine Lösung zu kommen. Ich verbinde meine Ausbildung, meinen früheren Job mit meinem Erlebten und kann dir auf professionelle Art und Weise vielleicht mit meinen Erfahrungen beigemischt helfen. Und dafür war die Entscheidungsfindung wichtig. Und das hat ganz, ganz viel gemacht. Und es war nicht nur, dass ich angefangen habe, die Entscheidung für meine Wegplatte Job, Beruf zu treffen. Ich habe alle Wegplatten durch. Bei mir war es Ernährung, Umfeld. Ich habe sehr viele Freundschaften, die eigentlich schon am Ende waren oder die mir nicht gut getan haben oder denen ich nicht gut getan habe, die habe ich aufgegeben. Und das sind alles Entscheidungen gewesen, die nicht schön waren, die schwierig waren, die mich auch manchmal echt haben verzweifeln lassen, aber die am Ende notwendig waren, dass ich für mich gesund weiterleben kann und achtsam weiterleben kann in meinem neuen Leben. Und deswegen
Wenn du die Ist-Situation aufgeschrieben hast, wenn du dann die Wunschsituation aufgeschrieben hast, dann hör in dich rein, welche dieser Wegplatten ruft am lautesten für dich. Welche ruft am lautesten? Wo merkst du sofort, hey, da muss ich dran an die Wegplatte. Und das ist deine Priorität 1 und damit fängst du an. Und dann setzt du dich mal hin, nimmst dir einen Kaffee und überlegst einfach mal, wie gut geht es mir, wenn ich die Entscheidung umsetze. Und dann spielst du das mal durch, schließ deine Augen und überleg dir, wie ist es, wenn es eingetreten ist, wenn du es verändert hast, wenn du die Situation ausgebaut hast. Wie sieht das für dich dann aus? Wichtige Sache. Ey, das ist schon fast ein Coaching hier. Das ist schon fast ein Coaching. Geh das mal für dich durch. Ich garantiere dir, du wirst viel über dich rausfinden, du wirst viel über deine Situation rausfinden, du sortierst das Ganze ein. Wenn ich dir das jetzt hier erzähle, ist das was komplett anderes, als wenn du dir jetzt ein Blatt nimmst und das Ganze mal umsetzt und es dann aufgeschrieben vor dir siehst. Wie oft habe ich Coaching-Situationen, ich schreibe ja alles auf dem iPad dann mit und visualisiere die Gedanken meiner Coaching-Teilnehmer auf dem iPad und die Leute sehen das dann auf ihrem Bildschirm, was ich schreibe und die Leute bekommen es hinterher. Und du glaubst gar nicht, was ich schon von Menschen gehört habe, die genau wussten, wo eigentlich die Nadel piekt, wo es wirklich piekt und wo eine Veränderung angestanden hat. Und dann sehen sie es einfach nochmal ausgearbeitet und strukturiert vor sich. Und obwohl sie es wussten, wird es ihnen jetzt nochmal klarer, weil sie es einfach aufgeschrieben nochmal vor sich gesehen haben. Und deswegen kann ich dir nur sagen, schreib es mal auf, sortiere es mal, mach dir eine schöne Musik an, nimm dir einen Kaffee oder einen Tee und geh deine Wegplatten an. Und mach keine Kompromisse. Das war auch eines der Sachen, die ich gelernt habe. Und noch eine Sache möchte ich dir mitgeben. Geh sie Schritt für Schritt an. Eine Wegplatte nach der anderen. Fang nicht alles auf einmal an. Das ist einer der großen Fehler, die viele Leute machen. Und die ich ganz am Anfang auch gemacht habe, wo ich dann sehr schnell korrigiert habe, weil ich gemerkt habe, das frisst sofort auf. Eine Wegplatte nach dem anderen. Du kannst nicht deine Ernährung komplett umbauen und gleichzeitig Freundschaften beenden. Du kannst nicht deinen Job aufgeben und gleichzeitig deine Ernährung verbessern und gleichzeitig dafür sorgen, dass du eine vernünftige Gesundheit aufgebaut hast, dass du Sport verändert hast zum Beispiel. Das funktioniert nicht. Eine Wegplatte, einmal durcharbeiten und dann die nächste nehmen. Ganz, 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 ganz wichtig. Und wie gesagt, wenn du Hilfe dafür brauchst, wenn du eine Begleitung brauchst, dann sag einfach Bescheid. Du kannst dich gerne mal hier informieren auf meiner Homepage und einfach den QR-Code einscannen und dann kommst du auf die Coaching-Seite und dann, ja, kannst du dich gerne melden, wenn du möchtest. Aber setz dich erstmal hin und fang mal an, das Ganze durchzuarbeiten. Ja, ich mag diese Content-Parts in diesem Bröckchen-Vlogs und ich hoffe, es kommt so ein bisschen so rüber. Ich lasse mir immer ein bisschen was einfallen, was wir beide besprechen können in dieser ganzen Zeit. Ich nehme dich also einmal mit hinter die Kulissen und gleichzeitig haben wir einen kleinen Content-Part, der so ein bisschen auch Coaching ist. Sind wir mal ehrlich. Mach was draus, du wirst die richtigen Entscheidungen in deinem Leben treffen. Ich bin mir ganz, ganz sicher. So. Austrinken und für mich bedeutet jetzt gleich der Tag ein paar To-Dos abarbeiten. Es sind ein paar liegen geblieben, ich habe es gerade noch gesehen ja, da werde ich auf jeden Fall jetzt noch dran gehen. Und ich nehme dich ja noch mit zum Halloween. Da habe ich schon besonders Angst vor. Ich habe die ersten Bilder gesehen davon und vom letzten Wochenende. Heute ist Montag und ich habe Angst. Ich habe Angst, aber ich nehme dich mit. Bleib dran, du wirst also alles noch davon auf jeden Fall sehen. Oh mein Gott, ich bin sehr gespannt. So, Prost. Und aufschreiben hier. Nimm dir ein Blatt, Wegplatten aufmalen. Ich habe auf Instagram ja schon mal diese Uhr hier gezeigt und ich habe mir die ja zugelegt
Unter anderem, weil ich ein kleines Geheimprojekt vor mir habe. Ich habe dir gerade in dem Content-Part von den Wegplatten erzählt. Und ich selber habe auch eine Wegplatte gerade, die ich noch bearbeiten möchte. Ich habe mir viele Challenges genommen in meinem Leben und ich habe ja ganz viel umgestellt. Habe dir ja gerade gesagt, ich habe meine Wegplatten umgebaut. Und eine Sache, die muss jetzt noch umgesetzt werden. Ich habe die Achterbahn umgesetzt. Ich habe das Wandern umgesetzt. Also diese 14 Kilometer war für mich mal so eine richtige Hürde nach dem Darmriss. Das habe ich gemacht. Aber eine Sache, daran bin ich jetzt ein paar Mal gescheitert. Und deswegen rede ich da jetzt auch so ein bisschen geheimnisvoll drüber, weil ich möchte da noch nicht öffentlich drüber reden. Ich habe mein persönliches Umfeld darüber informiert, dass ich das vorhabe. Und jetzt arbeite ich gerade einfach für mich da dran. Und danach möchte ich das ganz gerne präsentieren. So der Wunschgedanke. Und ich habe mir vorgenommen, bis Weihnachten habe ich das erreicht. Und ich komme noch nicht so voran, wie ich gerne möchte. Obwohl ich mich wirklich ins Zeug lege gerade. Aber ja, ich bleibe dran. Wichtiger Part ist auch, wenn eine Entscheidung einmal getroffen wurde, dann mach sie verbindlich mit dir selber. Das ist auch ganz, ganz wichtig. Denn du bist es dir wert. Du bist dir einfach wert, dass du bestimmte Dinge für dich umsetzen kannst, um eine bessere Lebensqualität zu erreichen. Und ich weiß, dass dieser Part, den ich jetzt vor mir habe, der führt mich in eine bessere Lebensqualität. Aber er ist schwierig. Und ja, da gehe ich jetzt dran. Ich werde darüber wahrscheinlich im nächsten Bröckchen-Vlog sprechen, also im November. Dann nehme ich dich vielleicht damit auf die Reise. Ich kann es noch nicht versprechen, vielleicht auch erst im Dezember. Mal gucken. Drück mir die Daumen, dass das Ganze hinhaut. Und ja, ich bin mit mir eine Verbindlichkeit eingegangen, als ich die geholt habe. Weil ich mir gesagt habe, damit schaffst du es jetzt. Wenn du sie dir holst, dann schaffst du das. Drück mir die Daumen. Und dreh jetzt deine Wegplatten um. So, es ist inzwischen Freitag. Ich sehe hier schon aus wie im Wochenende. Das liegt einfach daran, dass ich fast Wochenende habe. Und zwar habe ich das Video fertig. Das Video über Haferflocken. Ich habe von der lieben Kollegin Patricia von Eat Your Way die Erlaubnis bekommen, ich darf auf ihre Videos reacten. Und sie hat ein Video auf ihrem YouTube-Kanal, wo sie darüber redet, dass Haferflocken giftig sind. Das habe ich jetzt mal aufgegriffen, habe mir das angeguckt und habe daraus meinen eigenen Content so ein bisschen gemacht. Denn das Thema Haferflocken war tatsächlich ein großes Thema, als ich weg wollte von der flüssigen Nahrung, die über meinen Port in der Schulter reinging. Und ja, und da war Porridge und Haferflocken war ein sehr, sehr großes Thema, weil da sind halt sehr viele Nährstoffe auch mit drin. Und deswegen bin ich bei der Überschrift Haferflocken sind giftig natürlich hellhörig geworden. Und dementsprechend habe ich da meine eigene Erfahrung mit reingebracht. Während du das jetzt hier gucken kannst, gibt es das Video schon, denn am Sonntag jetzt, heute ist Freitag, Sonntag, geht das Video online und ich bin gespannt. Dann kann ich dir jetzt noch eine Sache zeigen, bevor es monsterig wird. Und zwar habe ich mir ein neues Buch geholt. Ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast über die Medien oder so, aber tatsächlich habe ich mir dieses Buch hier geholt. Ich kann dir noch nicht so viel sagen dazu, ob das Ganze jetzt gut ist oder nicht. Es las sich ganz gut. Es ist von Jörg Blech, Masterplan Gesundheit, was Körper und Geist brauchen, um lange jung und fit zu bleiben. Ich habe das im Spiegel tatsächlich als Bericht gelesen, habe da so eine kleine Zusammenfassung schon gesehen und fand das sehr, sehr spannend. Irgendwie so wissenschaftliche Sachen zusammengetragen als ein Masterplan. Und ich bin sehr, sehr gespannt. Buch ist da, hat ein bisschen länger gedauert und ich bin immer bei Buchempfehlungen sehr vorsichtig. Ich verlinke dir das Buch mal hier unten drunter. Schau dir das gerne mal an. Ich werde mich da jetzt mal in den nächsten Tagen dran setzen und ja, ich bin sehr gespannt, was da so drin steht. Ich muss ganz ehrlich sagen, Gesundheitsbücher fixen mich heutzutage sehr an. Vor 4 Jahren hätte ich sie nicht gelesen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber heute bin ich echt froh, was es alles für qualitativ hochwertige Bücher gibt. Ich habe mal zum Beispiel einen Blogartikel darüber gemacht, welche Ärzte eigentlich welche Bücher veröffentlicht haben. Das ist doch so genial, dass du für so wenig Kohle, für so ein Buch,
so viel Wissen bekommst. Und dann auch noch, wenn Ärzte anfangen zu schreiben. Den Artikel in meinem Blog, den verlinke ich dir auch mal hier unter diesem Video, kannst du dir unbedingt mal angucken. Das ist schon ziemlich geil, ja. So, jetzt habe ich gesagt, es wird monsterig. Heute ist Freitag. Ich werde mich jetzt noch ein bisschen ausruhen, denn morgen wartet ein sehr, sehr Hammertag auf mich. Wir sind morgen im Toverland und ich schiele seit einer Woche komplett auf den Wetterbericht. Und für morgen sind irgendwann um die 65% Regenwahrscheinlichkeit angesagt. Und ich bin sehr, sehr gespannt. Ich habe schon überfüllte Parkfotos gesehen von den letzten Wochen. Ich bin sehr gespannt, was da morgen kommt. Einen wunderschönen guten Morgen. Hallo, es ist Samstagmorgen. Ich weiß gerade gar nicht, wie viel Uhr wir haben. Irgendwas so kurz vor 9. Heute geht es außerhalb der Komfortzone. Ich habe es gestern schon gesagt, ich nehme dich heute mit. Gucken, was ich so an Stimmungsbildern einsammeln kann. Warum ist das für mich so anstrengend? Weil da sind ja diese Scare Zones auch und das ist halt da, wo du auch permanent erschreckt wirst. Und ich weiß das aus dem Moviepark, das mache ich dieses Jahr nämlich nicht mehr, dass mein Stresspegel, ich habe ja die Apple Watch immer und mein Stresspegel ist dann immer wahnsinnig hoch. Und deswegen gehen wir da nicht hin. Es soll im Toverland anders sein. Ich bin sehr, sehr gespannt. Auf geht's, wir fahren nach Holland. In die Niederlande. Du hast es gesehen, es war ein wunderschöner Tag und Abend. Er war mega lang, wir hatten wahnsinnig Stau hinterher noch. Wir waren irgendwann um 2 Uhr nachts zu Hause, aber es hat sich so gelohnt. Es war einfach wunderschön. Ich habe tatsächlich so ein Invalidband, hieß das Ganze, bekommen. Das war so ein blaues Band und damit konnte ich tatsächlich mit den anderen zusammen immer den Ausgang von den Attraktionen nehmen. Wir haben alleine tatsächlich 6 Stunden an Wartezeit überbrückt, indem wir einfach nur das blaue Bändchen hatten. Manchmal ist so etwas ganz gut. Und ich sag dir eins, ich wirke ja immer so, als ob ich alles mitmachen kann und so, aber ich hätte mich nicht in diesen Queue-Lines, diese Warteschlangen, die in so einem Tempel sind und so, die ewig lang sind, wo du nicht einfach so rauskommst, ich hätte mich da nicht über 1 Stunde hinstellen können. Das war der Vlog, der Bröckchen-Vlog. Und ich hoffe, er hat dir gefallen. Ich hoffe, du konntest ein bisschen was rausnehmen als Inspiration. Ich versuche ihn immer so ein bisschen anders zu machen. Ich habe schon wieder neue Ideen, wie man ihn noch ein bisschen mehr aufpeppen kann. Gib mir da ein bisschen Chance, aber lass mir gerne, wenn es dir gefallen hat, zur Motivation einen Daumen nach oben da, einen Kommentar da. Abonniere gerne kostenlos den Kanal hier. Das motiviert mich alles, um noch mehr in diesen Kanal hier reinzustecken. An Lebenszeit ist es ja auch, ne? Du findest unter diesem Video hier alles an Links zu Podcast-Folgen. Schau gerne auf meiner Website ichundmeinkron.de vorbei. Abonniere gerne kostenlos das Schublöscher-Magazin. Da schreibe ich auch immer sehr persönlich. Ich habe ein bisschen das Problem, dass Instagram ja einem Reichweite zieht und Facebook ja auch. Und da kommt ja einiges auf uns zu in diesem Bereich im nächsten Jahr.
dass ich mich darauf konzentrieren möchte, mehr auf YouTube zu sein, mehr im Podcast, mehr so meine eigenen Plattformen zu bespielen. Und dafür brauche ich dich ein bisschen. Also danke für deine Teilnahme in den Kommentaren, im Postfach, in meinem E-Mail-Postfach, wo auch immer du mit mir in Verbindung kommst. Ich freue mich, von dir zu hören. Und damit beenden wir jetzt diesen Vlog hier, denn er muss geschnitten werden. Heute ist der 31. Oktober, damit endet der Oktober und hier dieser Bröckchen-Vlog. Und wir starten dann auch direkt weiter mit dem November. Und von meinem Geheimprojekt werde ich dir wahrscheinlich im Dezember erzählen. Ich bin selber gespannt, ob ich es schaffe. Drück mir die Daumen, dass es klappt. Ich mache natürlich auch da Content raus. Alles ist Content, auch das. Bis wir uns wiedersehen, hören oder wie immer wir in Verbindung kommen. Bist, bleibst und wirst du bitte herrlich schubfrei, denn so lebt es sich am besten. Mach's gut, ich bin raus. Bis dahin, tschüss, dein Kai.